Hey liebe Zuschauer, heute gibt es wieder ein kleines Technik-Review. Und zwar habe ich hier das neue Rugged Tablet von Dell. Das Rugged Notebook hatte ich euch ja schon vorgestellt. Und was das Tablet so kann, schauen wir uns jetzt mal im Video genauer an. Also viel Spaß! Das neue Tablet von Dell wurde für den Einsatz unter extremsten Bedingungen konzipiert. So kann es im eingeschalteten Zustand in einer Umgebungstemperatur von -29 bis zu 63 Grad Celsius eingesetzt werden. Außerdem ist es mit dem IP65 Standard staubdicht und gegen starkes Strahlwasser geschützt. Also starker Regen ist absolut kein Problem. Da ein Rugged Tablet meiner Meinung nach auch einen Sturz in flaches Gewässer und kurzes Verweilen darin aushalten sollte, habe ich abseits der Spezifikation auch das getestet. Nach mehreren Stürzen ins Wasser lief das Tablet ohne Probleme weiter. Lediglich einer der Akkus ist trotz korrekter Verriegelung vollgelaufen und war defekt. Die integrierte HDO Protection leistet hier also einen guten Job. Mehr zur HDO findet ihr unten in der Beschreibung. Durch die Zertifizierung nach US-Militärstandard 810 und IP 810G sind Stürze aus einer Höhe von 1,2 Metern im ausgeschalteten Zustand kein Problem. Im eingeschalteten Zustand beträgt die Fallhöhe nur 0,91 Meter. Ob sich diese Fallhöhe auch auf einen Sturz direkt auf das Display bezieht, zum Beispiel auf unebenem Untergrund mit Steinen, wollte ich dann aber doch nicht testen. Denn auch wenn die Kunststoffbumper an den Ecken und die verwendeten Materialien für guten Schutz sorgen, so ist das Gorilla Glass 3 nur durch die minimal tiefere Einfassung geschützt. Bei anderen Geräten mit Gorilla Glass 3 habe ich mit der angegebenen Fallhöhe keine guten Erfahrungen gemacht und bleibe deswegen noch etwas skeptisch. Bei 2 Teststürzen mit dem Dell Tablet aus 1 Meter Höhe direkt auf flachen Untergrund gab es jedenfalls keine bösen Überraschungen. Beim Thema Kratzfestigkeit bin ich allerdings immer wieder überrascht, was das Glas alles mitmacht. Im Test gab es nach einer Gerölldusche mit sehr groben und scharfen Steinen auf dem ganzen Glas nur sehr feine, kaum sichtbare Mikrokratzer. Natürlich wurde das Tablet auch noch weiteren Tests unterzogen, die ich jetzt aber nicht alle aufzählen will. Robust ist es auf jeden Fall. Bei der Hardware wurde hinter dem Glas ein 11,6 Zoll großes Multitouch-Display verbaut, das zwar bei Helligkeit durch die Direct View Technologie auch von fast allen Winkeln gut ablesbar ist, allerdings könnte es bei richtig starkem Sonnenlicht noch etwas heller sein. Es löst mit einer Auflösung von 1366 x 768 Pixel auf und ist außerdem noch mit Handschuhen bei Nässe und Regen bedienbar. Für gute Leistung sorgt in meinem Fall ein Intel Core M5Y71 Prozessor, der im Turbo-Modus auf maximal 2,9 GHz taktet. Mit der integrierten Intel HD 5300 Grafik und 8 GB Arbeitsspeicher läuft das System sehr flüssig und auch etwas anspruchsvollere Anwendungen sind kein Problem. Beim 3D-Benchmark Ice Storm Standard erreichte der Tablet-PC gute 25.000 Punkte. Zur Outdoor-Navigation und Tourenplanung ist bei der teureren Version außerdem noch ein GPS-Chip mit an Bord. Die SSD-Festplatte ist in meiner Konfiguration 128 GB groß und reicht fürs Nötigste aus. Wer das Gerät als robustes Backup-Device für unterwegs nutzen möchte, sollte beim Konfigurator noch etwas mehr investieren oder eine große Speicherkarte dazu kaufen. Für Fotos, Videos und Videokonferenzen wurden 2 Kameras verbaut. Einmal eine 2 Megapixel Webcam ohne Blitz auf der Vorderseite und einmal eine 8 Megapixel Rückkamera mit LED-Blitz. Die Bildqualität ist gut und völlig ausreichend. In der Beschreibung findet ihr ein paar Testfotos und Videos. Für Privatsphäre besitzt jede Kamera einen kleinen Sicherheitsschieber, der die Kamera bei Bedarf verdeckt. Schauen wir uns das Äußere mal etwas genauer an. Auf der Vorderseite unterhalb des Displays befinden sich 7 physikalische Tasten, die durch den integrierten Vibrationsmotor auch haptisches Feedback geben. Ganz links die Taste zur Sperrung oder Freigabe der Bildrotation, daneben die Tasten zur Lautstärkeregelung, die Windows-Taste und ganz interessant die 3 P-Tasten auf der rechten Seite. Hier könnt ihr jede einzelne Taste auf eine bestimmte Funktion programmieren. Bei mir war das zum Beispiel der Nachtmodus, die Taschenlampe und der Tarnmodus, bei dem alle akustischen und visuellen Quellen ausgeschaltet werden. Oben rechts im Rahmen versteckt sich der passive Stylus, mit dem sich sehr gut arbeiten lässt. Er ist gegen Verlust mit einer flexiblen Kordel verbunden, die auch entfernt werden kann. Außerdem kann die Gummispitze des Stylus nach eventueller Abnutzung getauscht werden. Kommen wir zu den verbauten Ports und weiteren Features. Auf der linken Seite befindet sich der Kopfhörereingang, ein Micro-HDMI-Ausgang und ein Micro-SD-Kartenlesegerät.
Weiter auf der unteren Seite findet man noch 2 Anschlüsse für Antennen und die Kontakte für die optional erhältliche Tastatur oder Docking Station. Auf der rechten Seite den Netzsteckereingang, ein USB 3.0 Anschluss und sogar ein serieller Mikroport ist vorhanden. Daneben dann noch der Powerknopf. Wie ihr gesehen habt, besitzen die Anschlüsse Gummiabdeckung zum Schutz, die ohne weitere mechanische Verriegelung oder Gummidichtung auskommen. Den meisten Schutz gegen Wasser und Feuchtigkeit gewährleistet wie schon erwähnt die HCO-Versiegelung. Drehen wir das Tablet mal um und schauen uns die Features auf der Rückseite an. Hier gibt es neben der schon erwähnten Rückkamera mit Blitz einen Fingerabdruckscanner, NFC, weitere Pogo-Pin-Kontakte und Befestigungspunkte für Docking-Lösungen, einen SIM-Karten-Slot, den Quad-Cool-Lüfter, 2 wechselbare Akkus, einen Smartcard-Reader und noch ein spezielles Feature, auf das ich gleich zurückkomme. Zu den Lithium-Ionen-Akkus ist noch zu erwähnen, dass sie je 26 Wattstunden mitbringen und Hot-Swap-fähig sind. Das heißt, ihr könnt die Akkus auch im eingeschalteten Zustand nacheinander wechseln. Die Laufzeit beträgt laut Hersteller 12 Stunden, bei mir waren es gute 8 Stunden bei regelmäßiger Nutzung. Kommt natürlich auch darauf an, welche Anwendung ihr verwendet. Zusätzlich besitzt jeder Akku eine Taste und 5 LEDs, um die Akkuleistung zu überprüfen. Das ist natürlich perfekt, wenn man vor einer längeren Tour seine Akkus checken möchte. Der Micro-SIM-Karten-Slot befindet sich übrigens hinter dem rechten Akku und wird hier separat über eine Gummikappe geschützt. Nach der Treiberinstallation kann das mobile Surfen über das 4G-Netz auch schon losgehen. Wer nur eine SIM-Karte besitzt und zwischen den Geräten wechselt, der sollte immer eine kleine Pinzette oder ein Multitool mit dabei haben. Mir persönlich ist der Slot etwas zu fummelig positioniert. Kommen wir jetzt zu dem speziellen Gimmick. Damit der Smartcard-Slot nicht mit einer sinnlosen Kartenattrappe bestückt wird, hat Dell hier mitgedacht und ein paar kleine Hilfen eingebaut. Auf der Vorderseite gibt es ein kleines Inch- und Zentimeter-Lineal und verschiedene Gewichts- und Längenumrechnungen. Auf der Rückseite findet ihr Morse-Codes sowie die Faustformel Stopp für Notsituationen und dazu noch eine kleine Hilfestellung, um die Himmelsrichtung mit der Schattenstab-Methode zu bestimmen. Kommen wir abschließend zum Zubehör, dem Gewicht und den Maßen. Beim Zubehör bietet Dell einiges an, von Docking Stations bis zum einfachen Trageriemen ist alles dabei. Ohne Zubehör und mit beiden Akkus wiegt das Tablet ca. 1,7 Kilo und hat die Maße von 31,2 x 20,3 x 2,4 cm. Zwar kein Leichtgewicht, aber mit den Maßen hat es gut in mein Daypack gepasst und hat nicht allzu dick aufgetragen. Kommen wir jetzt zum Fazit. Ja, liebe Zuschauer, das war das neue Rugged Tablet von Dell. Mir gefällt es sehr gut. Ich werde euch jetzt schnell noch die positiven und negativen Punkte aufzählen und dann soll es auch schon wieder gewesen sein. Positiv aufgefallen ist mir die Größe und das Design. Also es hat sehr gut in meinen Rucksack gepasst. Die Survival-Karte fand ich ganz nett. Die programmierbaren Tasten waren sehr praktisch. Es lässt sich sehr gut bei Regen und Nässe bedienen. Und ein Ersatzakku kostet anscheinend nur 35 €, was ich auch sehr gut finde. Bei den negativen Punkten habe ich zum Beispiel das Gorilla Glass 3. Da hätte ich mir eher sowas wie bei den neuen Motorola-Geräten gewünscht. Das Shatter Shield heißt das, glaube ich. Ein HDMI-Eingang hat mir gefehlt. Eine höhere IP-Schutzklasse und zum Schluss noch ein Akkuladegerät, wäre auch ganz gut gewesen. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kritik oder Anmerkungen einfach unten in die Kommentare schreiben und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also macht's gut.